Heute in Classic Ride. Oldtimer Worldwide, Mercedes-Flügeltürer und aufgemotzte Youngtimer beim Bangkok Classic Car Ride. Mit einem Oldsmobile Cabrio über Venezuelas schönste Insel. Ein seltener Japaner in Kalifornien. Der Mazda 110S Cosmo mit Wankelmotor. Chrombehangene Touristenattraktion vom Klassenfeind, US-Oldies auf Kuba. Und TV-Kommissar Uwe Steimle mit seinen Ostalgie-Klassikern Wartburg Camping und Skoda Felicia Cabrio. Thailand, ein Land voller Exotik. Die Hauptstadt Bangkok, asiatische Weltmetropole mit einem höllischen Verkehrsaufkommen. Unzählige Roller, Taxen und Pickups drängeln sich auf den meist vielspurigen Straßen. Hier einen gepflegten Oldtimer fahren, der reinste Horror. Aber es gibt sie. Eine unerschrockene Gruppe von Thailändern, die sich seit ein paar Jahren der Pflege und dem Erhalt alter Fahrzeuge verschrieben hat. Die Community ist noch klein, aber sie wächst. Bun Kasim-Sup vom Bangkok Classic Car Club organisiert regelmäßig Ausfahrten für die Clubmitglieder. Wir versuchen immer einen guten Zeitpunkt für eine Ausfahrt zu finden. Der Sonntagmorgen ist dafür sehr gut geeignet. Zusammen mit der Classic Car Association veranstalten wir einmal im Monat den Sunday Morning Drive, wie wir ihn nennen. Von Anfang an dabei Bunyarit Chulasapya und sein Mercedes 190 SL. Der Wagen gehörte meinem Vater. Er kaufte ihn 1955 neu, in dem Jahr, in dem auch ich auf die Welt gekommen bin. Ich hatte schon viel Spaß mit diesem Auto. Auf der Rückbank wurde ich als Kleinkind immer gefüttert. Oft dreht sich die Welt zu schnell für uns und dann müssen wir wieder in den Rückspiegel schauen. Die Menschen hier haben die Retrowelle für sich entdeckt, wie alte Autos, aber auch Antiquitäten. Die Fahrzeuge des Bangkok Classic Car Club. Eine bunte Mischung aus Muscle Cars, japanischen Youngtimern und europäischen Klassikern. Bevor die Fahrt losgeht, ein Gruppenbild. Der Startplatz ist strategisch günstig gewählt, keine Staugefahr. Heute geht die Fahrt in den 130 Kilometer entfernten Touristenort Pattaya. Auf der Autobahn lassen sie ihre Schätzchen laufen. Die Oldtimer sorgen überall für fröhliche Gesichter. Selten sind so viele Klassiker auf einmal zu sehen, denn der Markt ist begrenzt. Wir haben in Thailand ein Gesetz, das es nahezu unmöglich macht, gebrauchte Autos aus dem Ausland zu importieren. Daher sind wir darauf angewiesen, ein Auto zu finden, das schon von Anfang an hier in Thailand war. Wie diesen Wagen, den ich heute mitgebracht habe. Ein 57er MGA, der als Neuwagen nach Thailand geliefert worden ist. Erster Zwischenstopp an Thailands ältester Rennstrecke, dem Bira Circuit, benannt nach einem thailändischen Prinzen, der in den 50er Jahren als Rennfahrer internationale Erfolge verbuchen konnte. Die Oldie-Fahrer drehen ihm zu Ehren ein paar Runden.
Besonders viel Spaß auf der Strecke hat Som Viravaidya in seinem aufgemotzten Datsun 240Z von 1972. Der Look des Autos ist inspiriert von den japanischen Manga-Comics. Alles ist erlaubt. Ich habe sehr breite, aber vom Durchmesser kleine Räder montiert. Das Auto muss richtig bunt sein und viele Gadgets haben, wie eine laute Hupe und einen großen Ölkühler. Alles, was das Fahrzeug außergewöhnlich macht. Weniger für die Rennstrecke, sondern einfach, um mit dem Auto Spaß zu haben. Auch deutsche Klassiker stehen bei den thailändischen Autofans hoch im Kurs. Bei diesen Fahrzeugen steht die Originalität im Vordergrund. Ersatzteile bestellen sich die Besitzer von Porsche oder Mercedes online aus Deutschland. Eine kleine Pause gönnen sich die Piloten im Marina Club bei Pattaya. Die Oldies erregen die Aufmerksamkeit der Touristen. Besonders der silberfarbene Mercedes 300 SL Flügeltürer. Pute Vichitrananda, IT-Spezialist aus Bangkok, ist der stolze Besitzer. Dieser Wagen kam 1956 mit dem Schiff in das Land. Es ist ein spätes Modell von 1955. Der SL ist immer in Thailand geblieben. Ich bin jetzt der dritte Besitzer. Der Zustand dieses Traumklassikers perfekt. Note 1 nach deutscher Bewertung. Der Wagen war in einem schlechten Zustand. Mit Hilfe einer auf Mercedes SL spezialisierten Restaurationsfirma in Deutschland wurde der Wagen restauriert. Sie haben extra einen Experten hierher nach Bangkok geschickt. Der Wiederaufbau hat 2,5 Jahre gedauert. Zieleinlauf des Sunday Morning Drive von Bangkok nach Pattaya. Vor einem Weingut platzieren die stolzen Besitzer ihre Autos. Autos und Piloten haben die 130 Kilometer lange Strecke bei einer Durchschnittstemperatur von 30 Grad ohne Probleme überstanden. Mein persönliches Motto lautet, wer Oldtimer mag, ist mein Freund. Und so habe ich in der thailändischen Oldtimer-Community viele neue Freunde gefunden. Es hat mein Leben wirklich bereichert. Und auch im Ziel des Sunday Morning Drive gibt es wieder das obligatorische Gruppenfoto unter der thailändischen Abendsonne, wie es unter Freunden eben üblich ist. Ausflugstag für Peter Göhler auf der Insel Isla Margarita bei Venezuela. Der Taxifahrer aus Stuttgart hat hier sein zweites Zuhause gefunden und seine zweite Liebe, ein Oldsmobile Starfire Cabriolet aus dem Jahre 1964. Das Auto ist sogar gar nicht so ein weicher Ami-Schlitten, wie man immer so denkt. Der hat Einzelradaufhängung, ne? Keine Blattfedern, also der hat breite Schlappen drauf. Wenn du Lust hast, wir können ja mal hier ein bisschen durch die Kurven düsen, ne? Die Oldsmobile-Ingenieure bauen 1953 erstmals ein Fahrzeug mit dieser Bezeichnung. 6 Passagieren bietet der Cruiser Platz. Das 5,5 Meter lange Cabrio gilt in den USA als Wagen der oberen Mittelklasse. Göhler entdeckt seinen Oldie, als er spaßeshalber im Internet surft. Und da waren viele tolle Autos drin. Dann sind wir, eines Tages habe ich einen Besuch gehabt aus Deutschland von einem jungen Mann, einem Sohn vom Freund von mir.
Und der wollte mit mir unbedingt mal einen Trip durch Venezuela machen. Und dort haben wir dann dieses Auto, habe ich auch im Internet entdeckt. Das war schon in den Bergen oben, in den Anden. Valera heißt die kleine Stadt. Und dann habe ich dort angerufen, das Auto war noch zu haben. Und dann sind wir dort auch hingefahren mit dem Bus und haben das Auto gesehen. Und ich war also verliebt auf den ersten Blick. Ne? Das war also unser Auto. Der Starfire befindet sich für südamerikanische Verhältnisse in einem guten Zustand. Dennoch, ein paar Restaurierungsarbeiten sind nötig. Eine Lackierung der Außenhaut, eine Aufbereitung der Sitze und Armaturen und zahlreiche Zierleisten. Der Wahlvenezuelaner macht vieles selbst. Die ist insgesamt 5 Meter lang, diese Zierleiste hier. Ne? Allein der hintere Teil ist am Stück 2,50 Meter. Ne? Ich habe ja alles demontiert gehabt und gewienert und gepoliert. Ja. Der Starfire präsentiert sich im Originalzustand, bis auf Kleinigkeiten. Die Lenkraduhr findet Göhler im Supermarkt. Die Köhlerfigur ist eine Eigenkreation des leidenschaftlichen Surfers. Das ist eine Finne von dem Surfbrett natürlich etwas gekürzt, sonst wäre sie so hoch, haben wir ein bisschen abgeschnitten. Und es macht sich doch ganz gut da vorne drauf, diese Finne. Wenn er auf der Isla Margarita unterwegs ist, dann geht es morgens zuerst einmal zum deutschen Bäcker. Manchmal haben beide Zeit für etwas Fachsimpelei. Peter fällt mit seinem Starfire auf wie ein bunter Hund. Auch weil der Sound für viele hier wie Musik klingt. Allerdings ist der Motor in dieser Gegend nichts Besonderes. Einen 350er Chevrolet-Motor, wie hier also die ganzen Taxis fahren, das ist also ein V8, 5,7 Liter. Das ist hier so der Durchschnittsmotor, den man hier fährt. Ne? So, Luftfilter, den haben wir noch schön rot lackiert. Und da unten ein bisschen, was siehst du von diesem schönen V8. Hund Jackie genießt den Luxus des 64er Starfire. Wie sein Herrchen. Alles elektrische Fensterheber, gell? Funktioniert alles. Guck hinten, hupsa, ja, kommt da raus da hinten, siehst du es? Ja. In den USA der 60er Jahre gönnt man sich eben diesen Luxus. Auch beim Antrieb. Wenn Peter Göhler gemütlich cruist, 20 Liter auf 100 Kilometer verbraucht der Schlitten mindestens. Im Petroleland Venezuela ist das jedoch kein Problem. Denn umgerechnet zahlt er in diesem Spritparadies nur 2 Cent pro Liter. Einmal volltanken für 5 Euro bitte. Auf seinen Ausflügen über die Isla Margarita kommt der gepflegte Starfire immer gut an. Und Frauen finden den Ami anscheinend besonders schick. Ja, also ich freue mich immer, wenn ein paar junge Mädels hier einsteigen. Ne? Und es ist öfters mal der Fall, ne? Weil das Auto kommt einfach gut an. Zumindest für ein Erinnerungsfoto. Und wenn das erledigt ist, dann genießt Peter Göhler weiterhin die Fahrt, ganz alleine in seinem Oldsmobil. Und am Abend den Ausblick über seine Isla Margarita, dem von der Sonne verwöhnten Spritparadies. Ein seltener Japaner in Kalifornien. Dieser kleine Flitzer ist der erste Mazda-Sportwagen überhaupt und ist in den 60er Jahren in Japan die Antwort von Mazda auf Toyotas Supersportwagen 2000 GT. This is a 1967 Mazda Cosmo. Das ist ein Mazda Cosmo von 1967. Der erste Mazda mit Wankelmotor, gebaut von 67 bis 71. Gut 1500 dieser Fahrzeuge wurden gebaut. Der hier ist einer von nur 345 Stück der ersten Serie. Die Mazda-Ingenieure lieben die revolutionäre Motorenkonstruktion von Felix Wankel. Anfang der 60er Jahre kaufen sie die Lizenz für die Produktion eines eigenen Kreiskolbenmotors. 1962 startet das Projekt Cosmo. Ein Jahr später, im Frühling 63, bewegt sich bereits das erste Zwei-Scheiben-Aggregat in der Zentrale in Hiroshima. Während man bei NSU in Deutschland auf den Ro 80
also eine Limousine mit Wankelmotor, setzt, laufen 1966 in Japan die ersten Cosmo-Sportwagen als Prototypen über die Teststrecke. Dieses Auto wurde im November 67 von Curtiss Wright in die USA importiert. Die Firma hatte damals die Lizenz für Wankelmotoren in Amerika. Sie besaßen das Auto bis Mitte der 90er. Dann verkauften sie es an einen Mazda-Händler in New Jersey. Der gab Anfang 2000 den Cosmo an einen Sammler weiter bei San Francisco. Der wiederum verkaufte es nach Phoenix, Arizona, und von dort haben wir es erworben. Für die Rarität sind heute in gutem Zustand rund 75.000 € anzulegen. In Europa ist der Cosmo offiziell nicht im Angebot. Viele Betrachter sagen, dass sich die Form von vielen anderen Autos aus den frühen 60ern ableitet. Das Heck schaut, finde ich, ein wenig aus wie das eines alten Ford Thunderbird. Andere sagen, dass die Dachlinie einer Corvette mit abnehmbarem Hardtop ähnlich sei. Und die Frontscheinwerfer erinnern mich irgendwie an den Jaguar E-Type. Mit seinem niedlichen Äußeren könnte das Coupé auch gut in japanische Mangas, die berühmten Comics, passen. In der Firmengarage des Konzerns wird der Mazda-eigene Cosmo in Schuss gehalten. Unter der Haube arbeitet ein knapp 1 Liter großer Zweischeiben-Wankelmotor mit beachtlichen 110 PS. Das Tolle am Motor, es gibt quasi nur 3 bewegliche Teile. Die Exzenterscheibe, also die Scheibe, die auf einer Welle sitzt, ähnlich der Kurbelwelle in einem herkömmlichen Motor, und dann 2 Rotationskolben. Sehr einfach, sehr geschmeidig, alles bewegt sich ohne Vibrationen. Der perfekte Motor für einen Sportwagen. Schade, dass sich der Wankelmotor bisher nicht durchsetzen konnte. Und schade auch für Jeremy Barnes, dass er den 190 Kilometer schnellen Cosmo in den USA niemals richtig ausfahren kann. Sommer, Sonne, Strand, Meer und natürlich alte Autos. Oldtimer, Coches Americanos genannt, chrombehangene US-Schlitten aus den 50ern. In Santa Clara sind noch viele US-Oldies unterwegs. Der Patron der Stadt ist der berühmte Revolutionär Che Guevara. Im Dezember 58 befreit er die Stadt von der verhassten Armee des Diktators Batista. Damals war Gustavo Poyapa gerade geboren und aus dieser Zeit besitzt er einen 56er Pontiac Star Chief. Sein Vater, der zweite Besitzer, kauft das Auto vor 36 Jahren und gibt es an seinen Sohn weiter. Der Pontiac ist trotz großem Mangel an originalen Ersatzteilen noch gut erhalten. Dieses Auto ist komplett original erhalten, außer den Felgen, die sind neu. Ich hatte die Originalen ziemlich lange gefahren, aber jetzt mussten sie ausgetauscht werden. Sonst ist das Auto jedoch original, inklusive des Motors. Der Star Chief ist bis 1957 das Spitzenmodell von Pontiac. Der Motor natürlich ein V8 mit 4,7 Litern Hubraum und 180 PS. Und der schluckt, was das Zeug hält. Dieses Auto schafft um die 5 Kilometer mit 1 Liter. Also 50 mit 10. Das sind rund 20 Liter auf 100 Kilometer. Der Liter Sprit kostet auf Kuba 90 Cent. Ein voller Tank kostet Ingenieur Gustavo ein kleines Vermögen. Zu oft kann er deshalb seinen Star Chief nicht ausführen. Trotzdem cruist er so oft es nur geht durch Santa Clara und in das Wohnviertel seines Bruders. Es gibt ein Pontiac-Gen in der Familie Poyapa. Auch Bruder José besitzt einen. Und wenn es an den Autos nicht gerade etwas zu schrauben gibt, machen beide Santa Clara unsicher oder fahren rüber nach Trinidad, wo man weitere schicke Oldtimer bestaunen kann. Wie etwa den 52er Chevrolet Styline von Dixie Martini.
Das kubanische Trinidad ist seit 20 Jahren Weltkulturerbe und auch Dixie trägt mit ihrem Chevy zur Erhaltung der kubanischen Kultur bei. Die Sportlehrerin bekommt das Auto vor 4 Jahren von ihrer Mutter zum Abitur geschenkt. Der Vorbesitzer war ein älterer Herr, der das Auto nur selten bewegte und ansonsten in seiner Garage daran gearbeitet hat. Meine Mutter verliebte sich sofort in das Auto und wollte es unbedingt kaufen. Umgerechnet 2.200 € hat der Chevy gekostet. Das Fahrzeug bekommt eine neue Lackierung und ein neues Schaltgetriebe. 109 PS stecken unter der Haube des 6-Zylinder-Chevys. Dixie hat mit ihrem Oldie schon so einiges erlebt. Das Lustigste? Da muss ich überlegen. Ah ja, das ist mir bei einem Ausflug nach Cienfuegos passiert. Das Getriebe hat den Geist aufgegeben und wir mussten ewig auf den Mechaniker warten. Aber helfen kann er auch nicht. Er schleppt Dixie in eine Werkstatt ins 80 Kilometer entfernte Trinidad. Doch Kubaner nehmen so etwas gelassen. Am liebsten fährt sie mit ihrem Chevy durch die Stadt, die Seitenscheiben unten und laute Salsa-Musik im Radio. Dann glotzen ausnahmsweise nicht alle nur auf die attraktive Sportlehrerin, sondern auf den himmelblauen US-Oldie. Ein Fernsehkommissar im Einsatz. Diesmal mit eigenem Fahrzeug, einem Wartburg 312 Camping, Baujahr 1967. So, ihr Lieben, Hauptkommissar Hinrichs, ich würde sagen, Tatort ist heute mal Sachsen, beziehungsweise Eisenach. Weil aus Eisenach eines seiner Lieblingsautos kommt, dieser Wartburg. Als Kind der ehemaligen DDR liegen ihm diese Fahrzeuge besonders am Herzen. Uwe Steimle ist Nostalgiker. Das Bemerkenswerte an diesem wunderschönen Auto, auch von der Formgebung her, ist für mich, dass er erstmal zweifarbig lackiert ist und dass er schon vorgerüstet wurde für den Nachfolger 353er. Und er hat also Einzelradaufhängung und schon 4 Schraubenfedern. Man konnte sich hier hinten umlegen, also mit der Frau dementsprechend. Und hier hinten hat man ein sehr schönes Stoffdach. Und das hier, diese Plexiglas-Dachecken, waren eine Noterfindung, weil man rundes Glas noch nicht importieren konnte aus der Bundesrepublik, vom Kapitalisten. Das Schöne war nämlich, dass man die DDR dadurch nicht rosa-rot sah, aber zumindest gelblich. War auch nicht schlecht, gerade in Bitterfeld. Die Eisenacher können auch in den Camping nur einen Zweitaktmotor stecken. Immerhin 45 PS stark. Der 312er basiert auf dem Urmodell Wartburg 311. Die dreistellige Nummerierung wird in der DDR in den Eisenacher Motorenwerken für alle EMW und Wartburg übernommen. Eine alte BMW-Tradition. Für mich ist das absolut ein Stück Kulturgut. Und man sieht es ja an der ganzen Form, diese Autos haben Seele. Und ein Auto muss riechen. Ein Auto, was nie riecht, das lebt. Zweitakter riechen, Kommissare müssen manchmal kriechen. Nichts leichter als das. Kleine Rückwärtsrolle. Hier hinten Knebelgriff. Und dann wird gezogen. So. Den Wolken ein Stück näher. Den Schriftzug montieren die Arbeiter des Bauernstaats quer über die Fahrzeugfront. Es gab einen amerikanischen Vertreter von Puig, so heißt die Autofirma, und der hat gesagt, die hätten nur dann eine Chance, in Amerika abgesetzt zu werden, sprich käuflich zu erwerben, wenn Wartburg, wie bei den amerikanischen Wagen, eben die Marke vorne dran steht. Und da haben die das gemacht und verkauft haben sie 8 Stück. Das ist doch bitter, oder? Von Steimles zweitem Oldie, dem Skoda Felicia Cabrio, gelangt gar nur ein Exemplar in die USA. Der Skoda des Kommissars ist aus dem Jahre 1961. Er schöpft aus 1,1 Litern Hubraum 50 PS und schafft 130 Spitze. Armin Müller-Stahl fuhr, glaube ich, ein und Angelika Domröse fuhr auch ein. Und das waren große Vorbilder. Und ich bin froh und dankbar, dass ich so einen auch habe jetzt. Felicia bedeutet die Glückliche. Und Skoda? Der Name heißt auf Deutsch Schade. Schade, das ja, der Erfinder oder beziehungsweise der Gründer des Autowerks
Und Mlada Boleslav war ein Deutscher. Und da man aber bei den Tschechen das Autowerk dann gegründet hat, brauchte man einen tschechischen Namen. Und da hat man das übersetzt. Und aus Schade ist dann Škoda geworden. Seit 10 Jahren ist Steimle stolzer Besitzer des Škoda. Für den Schauspieler ist seine Felicia der gelungene Versuch, im real existierenden Sozialismus ein Cabrio zu bauen. Er ist mit seinen Nostalgie-Klassikern so oft wie möglich unterwegs, wenn das Wetter mitspielt und er nicht gerade als Fernsehkommissar vor der Kamera steht.